Herzlich willkommen, neues Video, neues Glück, sagt man glaube ich so schön. Irgendwie so ähnlich geht glaube ich der Spruch. Wir haben was für euch da und zwar ein Familienauto. Das sieht innen ziemlich wild aus. Ich gebe euch schon mal einen kleinen Blick, gleich gibt es noch richtige Vorherbilder. Sieht ziemlich wild aus und die Herausforderung ist ja nicht nur das sauber zu kriegen, das ist das eine, aber wenn ich da jetzt alles an Reiniger Armee, das ich habe, reinkippe, ist das Auto zwar sauber, aber vielleicht gerade wenn da Kinder oder kleine Kinder mitfahren, so Richtung Allergien und so Konservierungsstoffe, zu starke Chemie, schon nicht so cool. Deswegen ist hier die Challenge wirklich umweltfreundlich, ja, geht mit einher, aber mehr so gesundheitsfreundlich zu reinigen, nicht nur für Dominik, sondern auch für die, die das Auto danach übernehmen. Das heißt, wir werden versuchen, alles, was geht, ohne Chemie und wenn Chemie, nur mit Haus- und hautfreundlicher Chemie zu reinigen, sodass ihr das auch zu Hause nachmachen könnt. Oder auch wenn ihr Kunden habt, die Familienautos bringen, darauf achten könnt, dass man da gerade mit kleinen Kindern nicht so die Chemiekeule auspackt. Aber ich würde sagen, bevor wir voll reinstarten, oder Dominik, ich kann nämlich mit meinem Rücken leider nicht in diesen Innenraum krauchen, tut mir leid, ich darf filmen, aber bevor es damit losgeht, jetzt mal der Vorherzustand. Es gibt ja manchmal so Momente, da bereut man seine Idee und das war, den Kollegen hier zu verlosen, denn woran ich nicht gedacht habe, das ist natürlich Sondermaß und Sperrgut und der Versand ist fast so teuer wie der Roller. Aber nichtsdestotrotz, die glückliche Gewinnerin freut sich in wenigen Tagen über den Roller, der geht morgen auf den Postweg. Und das nächste Geschenk ist auch schon da. Eine Apple Watch gibt es noch zu gewinnen und zwar letzte Chance, nur noch bis zum 31.01. Die Gewinnspielbedingungen gibt es hier unten in der Videobeschreibung, einfach draufklicken und eine Apple Watch im Wert von 500 € sichern. Verlosung ist dann Mitte Februar, wie gesagt, 31.01. Bitte nochmal schnell bestellen. Denkt dran, der Sommer kommt, auch wenn ihr jetzt nicht wisst, wofür ihr Autopflege braucht. Die Frühjahr und Sommer kommen sicher wieder. Jetzt geht's weiter mit der Innenraumreinigung. Der erste Schritt war das Saugen und zwar von grob nach fein. Also erstmal den groben Sand wegsaugen. Dazu haben wir uns auch verschiedene Bürsten zur Hilfe genommen, unter anderem die neuen von Labo Cosmetica, findest du unten verlinkt. Aber für die Fläche auch eine Akkuschrauberbürste, damit es einfach schneller geht. Und im zweiten Schritt haben wir Druckluft benutzt. Der Grund, warum wir nicht gleich mit Druckluft rangehen, liegt einfach daran, dass die ganzen Steinchen, der ganze Sand so durchs Auto geschleudert würde, dass vielleicht sogar irgendwo ein kleiner Kratzer auf einer Oberfläche entsteht, aber mindestens uns das ganze Zeug ins Gesicht und in die Haare fliegt. Deswegen erstmal wegsaugen, was wegzusaugen gilt, durch normale Saugen, durch Bürstenaufsätze beim Saugen und durch Bürsten und danach mit Druckluft wirklich in die Tiefe gehen, weil diese Teppiche von den, ich sag mal, günstigen bis mittelpreisigen Autos sind einfach der absolute Horror, vor allen Dingen, wenn sie wirklich so lange nicht gereinigt wurden. Wer ein guter Beobachter ist, hat vielleicht gesehen, dass Dominik ganz gerne mit Nitril-Einweghandschuhen im Innenraum arbeitet beim Saugen. Ich persönlich benutze lieber so eine Montagehandschuhe. Das hat einfach den Vorteil, dass ich mehr Grip habe. Gerade wenn ich so wirklich viel sauge, den Sauger viel bewege, dann ermüdet es die Hände und es macht es deutlich einfacher, wenn man so Grip-Handschuhe hat. Das sind Montagehandschuhe, mit denen kann man eigentlich Reifen wechseln oder irgendwelche Montagearbeiten machen. Ich nutze sie aber mega gerne für den Innenraum beim Saugen und Pusten oder halt für die Polierarbeit, weil ich es dann nicht mag, über Stunden ewig lang Gummihandschuhe zu tragen, weil die Hände dann darunter so schwitzen und es einfach unangenehm ist. Gummihandschuhe benutze ich immer dann, wenn ich Kontakt mit Feuchtigkeit oder direkter Chemie habe. Das heißt, wenn ich im Innenraum weitermache, die Oberflächen zu reinigen, dann Handschuhe aus und Gummihandschuhe an, weil dann habe ich nämlich Chemiekontakt. Die Handschuhe kann ich regelmäßig wechseln. Wenn ich eine neue Chemie benutze oder Oberflächen anfasse, die nicht in Kontakt mit der Chemie kommen sollen, ist das für mich ein guter Wechsel zwischen Komfort und Grip und eben Schutz vor Flüssigkeiten bei der Arbeit. Bei dem Auto haben wir zwar kaum mit Chemie gearbeitet, außer bei der Fensterreinigung ein bisschen, sondern nur mit Dampf. Aber auch da will ich gerade im Innenraum jetzt nicht die ganzen Sachen anfassen, die die Leute da liegen haben. Ich meine, ihr habt es gesehen, was da unterm Sitz lag an irgendwelchen Essensresten und auch allein ein Lenkrad. Stell dir vor, du fährst jeden Tag in einem Auto, wäschst dir die Hände nicht regelmäßig, weil du einfach irgendwelche Sachen anfasst, du isst, was auch immer, fährst dir ins Gesicht und die Leute fassen permanent das Lenkrad an. Dann gehst du als Aufbereiter da rein, fährst das Lenkrad an, machst sauber und wischst dir danach vielleicht die Nase ab. Dann hast du den ganzen Schmutz und die ganzen Keime von anderen Leuten in deinem Gesicht. Deswegen auch bei Arbeiten ohne Chemie, nicht nur als Schutz vor der Chemie, sondern auch einfach als Schutz vor Keimen, die im Innenraum ja natürlich vorkommen, wenn man da einfach Sachen anfasst. Generell steht für mich, und das wisst ihr mittlerweile, glaube ich, der Arbeitsschutz und der Eigen- und Gesundheitsschutz ganz, ganz oben. Ich habe nur eine Gesundheit und will das hier noch viele Jahre machen, deswegen
bin ich da ein bisschen vorsichtiger und denke mir nur, weil es mich nicht sofort umbringt, bringt es mich nicht vielleicht in 40 Jahren um und trage sehr viel Arbeitsschutzutensilien. Ich trage häufig eine Maske, auch im Innenraum, wenn ich hier mit Sachen durch die Luft sprühe oder der Sand durch die Gegend fliegt, das muss ich einfach nicht in der Lunge haben. Habe ich auch so einen richtig keimigen, klebrigen Innenraum, das ist jetzt bei dem Auto nicht der Fall, weil der einfach nur lange nicht geputzt wurde. Aber ihr erinnert euch vielleicht an den Renault Clio von Nutzek, da war es echt übel, da hätte ich mir gewünscht, auch einen Schutzanzug zu haben, der so dass meine Klamotten nicht mit dem ganzen Kram in Kontakt kommen, weil entweder ziehe ich mich nach der Arbeit immer um oder aber vielleicht setzt ihr euch so wie ihr seid mit Arbeitsklamotten in euer privates Auto und tragt dann das, was ihr den ganzen Tag an Kundenautos im Kontakt hattet, in euren privaten Bereich. Deswegen da der heiße Tipp, auch gerne mal an unkonventionelle Maßnahmen denken und einfach so einen Schutzanzug tragen, wenn wirklich die chemische Belastung, also sehr viel Reiniger versprüht und benutzt wird oder aber der Innenraum wirklich schlimm aussieht. Okay, jetzt würde ich sagen, weiter geht's drüben bei Dominik. Und übrigens, wenn du dich fragst, warum muss der arme Kerl denn alles alleine machen? Ich arbeite gerade zusammen mit dem Robert an einem, ja, wie soll ich sagen, Meisterstück meines Wissens in einem ganz bestimmten Bereich. Und ich sage schon so viel, es hat mit Autopflege zu tun. Und ihr werdet es bald erfahren. Jetzt ist aber noch nicht der Zeitpunkt dafür, denn ich muss noch weiter daran arbeiten. Und genau das mache ich jetzt, während ihr weiter mit Dominik am Auto sauber macht. Nachdem wir den Innenraum grob von Sand und Staub befreit haben, ging es erstmal an die Sitze. Der Grund ist einfach, hier haben wir die längsten Trocknungszeiten und damit das Auto zeitnah rauskommt, starten wir mit den Sitzen und zwar wirklich nur mit Dampf, Bürsten und Mikrofaser. Also keine Chemie, keine zusätzlichen Hilfsmittel, wirklich komplett chemiefrei, ökologisch, wie man auch will. Ich bin echt gespannt, ob das hier ausreicht. Müssen wir auf jeden Fall gucken, wenn es getrocknet ist. Vom ersten Blick sieht es gut aus, aber vielleicht brauchen wir da doch nochmal irgendeinen Reiniger. Mal schauen. Dann ging es auch weiter an die glatten Oberflächen. Normalerweise hätte ich gesagt, feuchtes Tuch mit einem Tropfen froschneutral reicht, aber die haben alle so geklebt vor Schmutz und Staub, deswegen einmal komplett abgedampft, feucht hinterhergewischt und getrocknet. Die Ritzen und Kanten, die natürlich feucht werden durch den Dampf, auch wenn es ein Trockendampfreiniger ist, ist es nun mal Wasser, was verdampft wird, dann steht einfach Feuchtigkeit. Haben wir immer gleich mit Druckluft hinterher getrocknet, dann sieht man erstens sofort das Ergebnis und zweitens entsteht nirgendwo Feuchtigkeit, wo sie nicht hingehört und irgendwas kaputt machen kann. Kleiner Tipp, wenn ihr besonders schmutzige Bereiche sauber macht, wie Pedalerie oder untere Fußraumleisten, dann bitte ein separates Tuch nehmen. Das sollte danach nicht mehr auf eine obere Kunststofffläche, schon gar nicht auf irgendwelche lackierten Flächen. Deswegen wirklich da ein bisschen separiert arbeiten oder einmal komplett obenrum sauber machen und dann unten rum. Ist aber ein bisschen umständlich, wenn man zweimal ums Auto rennt. Deswegen 2 separate Tücher. Gleiches gilt übrigens auch, wenn ihr so ein Kaugummi hier wegmacht. Das Tuch sollte danach dringend in die Wäsche. Ja, die groben Arbeiten sind jetzt soweit schon durch. Das heißt, Grobarbeiten im Sinne von ganzen Teppiche auspusten. Das ist natürlich sehr aufwendig bei so einem, sag ich mal, Billigteppich. Ne? Das ist halt bei den etwas günstigeren Autoherstellern so, dass diese Teppiche furchtbar sind. Die Sitze gingen auch wirklich gut sauber, nur mit Dampf. Die sind jetzt auch nur leicht feucht. Das heißt, wir können jetzt trocknen lassen und schauen, wie die dann aussehen, weil die hinten sahen ja wirklich schon relativ schlimm aus. Da hat wirklich nur Dampf, ohne Chemie, mega viel gemacht. Generell haben wir jetzt angefangen, auch schon die Oberflächen mit Dampf zu bearbeiten. Das geht auch ganz hervorragend. Ne? Also auch diesen Schmutz aus den ganzen Dichtungen sage ich, Lüftungsschlitzen geht ganz gut raus. Damit geht es jetzt sozusagen noch weiter. Da wird natürlich nochmal intensiv hier gesaugt, Scheiben putzen und dann ist das Ding auch schon fertig. Ich schätze mal 2 Stunden noch im Innenraum, dann sollte die Sache erledigt sein. Dann hat man hier so 5 Stunden drin verbracht. Ist für den Zustand, glaube ich, sehr, sehr gut. Dampf hat wirklich nicht viel oder hat eigentlich gar keine Zeit mehr gekostet, aber ausführliches Fazit gibt es nochmal am Ende. Ja, ich würde sagen, weiter geht's. So, Jacke musste ich mir ausziehen, wurde jetzt am Ende doch noch warm. Ein bisschen Hektik ist jetzt aufgekommen, weil das Auto musste jetzt fertig werden, macht aber nichts.
Bilder gibt es gleich übrigens, da dranbleiben auf jeden Fall. Also wir sind an unsere Grenzen gestoßen. Ich sag mal kinderfreundlich, allergikerfreundlich, wie auch immer, den Innenraum zu reinigen in so einem Zustand. Wir haben noch 1, 2 Flecken in den Sitzen, die jetzt in dem Fall drin bleiben müssen. Da müsste man jetzt halt mit Chemie ran. Ne? Das wollten wir jetzt versuchen zu vermeiden, zumindest mit stärkerer Chemie, die dann wieder Konservierungsmittel und enthält. Die Kunststoffe sahen schlimm aus. Die waren da total ausgeblichen und ungepflegt. Da haben wir dann eine milde, wasserbasierte, gefahrstofffreie Kunststoffpflege genommen. Alles übrigens unten verlinkt, um einfach da ein bisschen schönere Optik zu hinterlassen. Das war so ein kleiner Cheat, den wir gemacht haben. Ansonsten haben wir es eigentlich durchgezogen. Es gibt so ein paar Sachen, da sind wir an unsere Grenzen gestoßen. Unabhängig von diesem Nadelfilzteppich, der eine Katastrophe ist, wenn man den nicht regelmäßig sauber macht. Also da hängt so viel Dreck noch drin. Also ja, wir zeigen es euch, aber also den könnte man jetzt noch 4 Stunden saugen, aber wer selber schon mal so einen Teppich aufbereitet hat, der weiß, was da Phase ist. Genau, ansonsten hier und da ein kleines Fleckchen ist noch geblieben. Vor allen Dingen Stoff war die Grenzen in dem Bereich erreicht, aber man darf halt nicht vergessen, guckt euch bitte nochmal an, wie alles vorher aussah. Das war schon heftig, gerade der Stoff, und dass man das am Ende nur mit heißem Wasser sauber bekommen hat und einem Mikrofasertuch, finde ich schon wirklich krass. Und wie gesagt, es riecht nach gar nichts, es riecht überhaupt nicht nach Reiniger, das Auto ist einfach wieder frisch und sauber und man braucht sich keine Sorgen zu machen, dass man hier auf irgendwelche Konservierungsstoffe reagiert oder Kinder, wenn sie am Sitz lecken, das nicht so gut vertragen, was auch immer. Also wie gesagt, das war das Ziel, das hat geklappt. Jetzt genug der Rede. Vielen Dank nochmal an Marcel oder vielen Dank an Dominik, vielen Dank an Marcel, der ja nochmal mitgeholfen hat am Ende, damit wir fertig werden. Und ja, in diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal. Schreibt gerne in die Kommentare, ob so diese reinigerfreie Innenraumreinigung was für euch wäre oder ihr lieber sagt, komm, das 3-mal Husten nehme ich dann in den Kopf. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Hier gibt es noch Finish-Bilder und dann haut rein.